Du trainierst den Handstand meistens mit dem Rücken Richtung Wand oder dein freier Handstand sieht circa so aus. Dann hast du wahrscheinlich noch nie etwas vom Posterior Pelvic Tilt gehört. Der Posterior Pelvic Tilt ist die richtige Hüftstellung für deinen Handstand. Wenn du dein Becken nicht korrekt ausrichtest, hat deine Schulter keine Chance komplett zu öffnen. Das heißt, wir kriegen unser Arm nicht gerade über den Kopf und das führt meist zum Bananenhandstand. Und ein Bananenhandstand ist eine schlechte Ausgangslage für weitere Progressionen wie verschiedene Transitions oder den Press-to-Handstand. Aber der Posterior Pelvic Tilt ist wie so oft nicht nur für den Handstand entscheidend, sondern auch für andere Körpergewichtsübungen wie zum Beispiel den Pull-Up, den Liegestütz, die Plank oder bei anderen Sportarten wie zum Beispiel beim Schwimmen. Hi Servus, Dare hier. Im heutigen Video geht es um den Posterior Pelvic Tilt und wie du diesen bewusst ansteuerst. Um in den Posterior Pelvic Tilt zu kommen, musst du dein Gesäß anspannen und Bauchspannung halten. Du kannst dir auch vorstellen, dass du deinen Bauchnabel leicht Richtung Wirbelsäule einziehst. Das Gegenteil vom Posterior Pelvic Tilt ist der Anterior Pelvic Tilt, auch bekannt als Hohlkreuz. Hier haben wir keine Chance, den Hintern anzuspannen und unser Bauch ist auf Länge gezogen, das heißt, unser Bauch ist nicht angespannt. Für eine saubere Midline im Handstand müssen wir in der Lage sein, unsere Schulter komplett zu öffnen. Wenn wir im Anterior Pelvic Tilt stehen, dann nehmen wir unserer Schulter die Möglichkeit, komplett zu öffnen. Das endet dann meist im sogenannten Bananenhandstand, wo die Schulter nicht komplett öffnet und unsere Hüfte kompensiert mit Hohlkreuz, dass wir alles in eine Linie bekommen. Damit du die Ansteuerung vom Posterior Pelvic Tilt meistern kannst, habe ich dir 3 Übungen mitgebracht, die wir heute gemeinsam machen. Die erste Übung machen wir gleich im Stehen. Wir versuchen den Handstand so gut wie es geht nachzuahmen. Das heißt, wir bringen unsere Füße komplett zusammen, versuchen unsere Knie zusammenzupressen, Beine sind durchgestreckt. Von hier aus spannen wir den Hintern an, gehen also in den Posterior Pelvic Tilt, ziehen den Bauchnabel ein. Das ist schon mal die wichtigste Ausgangslage. Von dieser Ausgangslage können wir noch versuchen, die Hände über den Kopf zu bekommen. Wichtig hierbei ist es, dass wir nicht die Bauchspannung verlieren und nicht die Spannung im Hintern. Das heißt, nur so weit gehen, wie es eure Schulterbeweglichkeit zulässt, ohne dass ihr hier die Spannung verliert. Versucht diese erste Übung regelmäßig in euer Training einzubauen, bis ihr sie verinnerlicht habt. Die zweite Übung ist eine leichte Abwandlung vom Hollow Hold. Dazu legen wir uns mit dem Rücken auf den Boden. Wir starten hier mit leicht angewinkelten Knien. Von hier aus bringen wir die Knie zusammen, also wir versuchen sie zusammenzupressen. Und jetzt kommt der wichtige Part. Wir spannen unseren Hintern an und ziehen unser Bauchnabel leicht Richtung Wirbelsäule. Das hat zur Folge, dass wir unseren unteren Rücken gegen den Boden pressen. Hier versuchen wir etwas zu halten und dann wieder die Spannung rausnehmen. Hier versucht ihr wirklich aktiv zwischen Entspannung, also leichtem Hohlkreuz, und Spannung, also das heißt, unterer Rücken presst gegen den Boden, hin und her zu wechseln. Ihr könnt auch mal eure Hand zwischen unteren Rücken und dem Boden legen und dann versuchen aktiv euren unteren Rücken auf eure Hand zu pressen. Wenn ihr das irgendwann korrekt gemacht habt, könnt ihr es euch schwerer machen, indem ihr zum einen die Hände über den Kopf nimmt oder die Beine ausstreckt oder die Hände über den Kopf nimmt und die Beine ausstreckt. Also einen optimalen Hollow Hold macht. Versucht auch die zweite Übung so lange zu machen, bis ihr sie verinnerlicht habt und dann wendet das Gelernte regelmäßig im Hollow Hold an. Die dritte Übung ist eigentlich ein umgekehrter Hollow Hold. Hierfür legen wir uns mit dem Bauch auf den Boden. Wenn wir auf dem Bauch liegen, versuchen wir als erstes die Hände über den Kopf zu bringen. Dann drücken wir die Schultern so weit raus, wie wir können. Von hier aus gehen wieder die Beine zusammen, die Knie pressen zusammen, beziehungsweise die Fersen pressen zusammen. Und jetzt spannen wir den Hintern an und versuchen, die erste Rippe und den Hüfthöcker zusammenzuschieben. Die Hand sollte hier im unteren Bauch durchpassen, die Brust und die Oberschenkel bleiben auf dem Boden liegen. Dann können wir wieder entspannen und wieder Spannung reinbringen. Wie gesagt, Hintern angespannt, Bauchnabel leicht Richtung Wirbelsäule gezogen. Der untere Bauch berührt nicht den Boden. Wenn ihr versucht, euren Bauch abzuheben, passiert gerne Folgendes, dass sich der Rücken in den Anterior Pelvic Tilt dreht. Das wäre falsch. Wir versuchen hier aktiv die Hüfthöcker Richtung Rippen zu ziehen.
Sobald du den Posterior Pelvic Tilt sowohl im Stehen als auch im Liegen aktivieren kannst, müssen wir das Ganze über Kopf trainieren. Hierfür benutzen wir den Kopfstand. Wenn du immer noch Probleme hast, aus dem Hohlkreuz zu kommen oder in den Kopfstand zu kommen, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann kann ich in Zukunft dazu ein gesondertes Video machen. Um die Ansteuerung des Posterior Pelvic Tilt über Kopf zu trainieren, gehen wir in den Kopfstand. Im Kopfstand versuchen wir alles wieder so wie vorhin aufzubauen. Das heißt, unsere Fersen pressen zusammen, unsere Knie genauso. Von hier aus spannen wir unseren Hintern an, ziehen unser Bauchnabel ein und versuchen die richtige Position der Hüfte zu finden. Ein guter Indikator dafür ist das Gewicht auf euren Händen. Umso weniger Gewicht ihr auf den Händen habt, umso besser steht eure Hüfte und eure Beine in der Linie. Versucht hier mit eurer Hüftposition und eurer Bauchspannung so zu spielen, dass ihr hier auf den Fingern bzw. auf den Händen immer leichter werdet. Der Posterior Pelvic Tilt ist die Basis einer sauberen Linie im Handstand. Damit du deine Hüfte in den Posterior Pelvic Tilt bekommst, musst du dein Gesäß anspannen und deinen Bauch leicht unter Spannung halten. Du kannst dir auch vorstellen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule leicht einzuziehen. Benutzt diese Übungen regelmäßig, um euer Bewusstsein für den Posterior Pelvic Tilt zu schärfen. Außerdem nutzt den Kopfstand als Tool, um das Ganze über Kopf zu trainieren, ohne einen Handstand können zu müssen. Ich hoffe, das ergibt alles Sinn für euch. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced.